Hello everyone, we are Lukas and Miki. Nachdem wir uns kennengelernt haben, waren wir 1, 2, 3 Mal Sportklettern. Aber einmal waren wir am Sentis, am Mixklettern, und ich glaube spätestens seit da. Dann haben wir eine schwierige Tour gemacht, Ägidius, wo wir alle an die Grenzen gekommen sind, und dann seitdem, oder? Wir haben uns so langsam an uns herangetastet. Zuerst beim Klettern, dann beim Kaffee. Also ich habe Michi letzten Winter sehr gut nochmals kennengelernt, als wir das erste Mal oder das zweite Mal, weiß nicht mehr genau, den Saalbit probiert haben. Und Michi hatte da viel um den Hut, also ein Kollege ist da verstorben, ein guter, und hat das Haus gebaut, die Physio-Ausbildung, und dann sich dann noch so ein Projekt aufzubinden, das war dann für dich einfach zu viel. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Michi, das war jetzt zu viel, und ja, das war für mich sehr wertvoll. Genau, wir haben es dann verschoben um ein Jahr, und jetzt bei der Begehung, glaube ich, haben wir uns schon nochmal besser kennengelernt, einfach weil diese Tiefen vom Partner beidseitig einfach so gegen Ende so deutlich rausgekommen sind und wir aber voll gut gegenseitig damit umgehen konnten und uns durchgepusht haben, oder? Und das schweißt einfach mega zusammen. Ja, der Saalbit ist ein mega schöner Berg mit extrem guter Kletterei. Und diese Linie der Trilogie ist dort einfach total offensichtlich. Und zwar noch nicht gemacht als Winterbesteigung. Und deswegen, ja, als wir auf die Idee kamen und kapiert haben, dass wir beide die Idee haben, war klar, dass wir es machen wollen. Ja, die Gefühle waren immer anders. Beim ersten Mal war es Sonnenaufgang, beim zweiten Mal war es Mittag, beim dritten Mal dunkel. Das waren immer andere Gefühle, und sicher, ja, das emotionalste Mal war sicher das letzte Mal, als wir nur noch runter mussten. Ja, das war ein Stück weit das, was wir auch gesucht haben im Winter, oder diese Abgelegenheit, diese Einsamkeit. Und da ist, so wie wir uns das Bergsteigen wünschen, eigentlich, dass wir wirklich auch diese Exponiertheit finden und nicht den Traffic von Menschen, die ablenken sozusagen. Also besser kann man es, glaube ich, nicht haben, wenn man die Vorstellung hat von uns. Also ich glaube, wir haben beide so ein bisschen das Herz für Winteralpinismus, sage ich mal. Im Sommer geht man einfach klettern oder macht einfach lange Gratüberschreitungen, oder sonst ist es zu heiß, um irgendwas zu machen. Und ich glaube, der Winter birgt einfach mehr, soll ich sagen, Abenteuer. Ich denke, das Projekt zu schaffen oder erfolgreich abzuschließen, es gab nicht eine größte Schwierigkeit. Es war einfach die schiere Länge von den 70, 80 Seillängen mit den ganzen Zustiegen in schwierigem, verschneitem, vereistem Gelände. Das einfach zu schaffen. Klettertechnisch stehen wir da drüber, aber bei den Verhältnissen ist jede Seillänge für sich eine neue, unbekannte Challenge. Wir hatten doch schlechte Momente, aber die Euphorie hat immer überwogen. Und dann kommt man immer so ein bisschen eben in die Euphorie, in ein Hoch, und spürt eigentlich die Müdigkeit nicht sehr groß, oder? Ja. Und es ist auch immer häufig zum Glück abwechselnd gewesen, dass der eine ein bisschen schlechter drauf ist, müde, und dann muss halt der andere, kommt automatisch in die Rolle vom Ziehen. Also wir suchen grundsätzlich einfach ein Abenteuer für uns. Das ist in erster Linie egal, ob das schon gemacht wurde oder nicht.
Aber ich glaube, uns kommen schon oft Dinge in den Sinn, die ein bisschen, wie soll man sagen, nicht so gang und gäbe sind. So ein bisschen der Pioniergeist steckt eigentlich in dem jungen Kletterer, der mal gekommen, aufgewachsen ist, oder, und hat die Vorbilder wie Messner und so weiter und so fort. Und da steckt schon was drin, als erstes was zu machen. Sag ich mal so, wir schauen, dass wir Projekte hinkriegen, die eigentlich in den Alpen sind, die uns so faszinieren, wie wenn es eine Expedition ins Himalaya oder in Patagonien. Wenn wir sowas finden, dann haben wir für uns einen Jackpot eigentlich. Und das haben wir beim Seilbit gefunden. Und im Alltag achten wir, glaube ich, beide ziemlich stark darauf, dass man mit ÖV irgendwo hinfährt, dass man einfach nachhaltig lebt, sei es Ernährung, sei es Fahrwege, sei es irgendwelche Flüge. Wir fliegen beide fast nie, also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal geflogen sind. Nicht mehr so. Genau. Heute, ja. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Thema. Ja. Wir machen wieder Sachen. Wir haben schon Ziele und machen die auch zusammen, genau. Aber wir sprechen da nicht drüber. Nee, das ist ein Tabuthema.